Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in dem heutigen Video dreht sich wieder um den Flipper Zero und um unsere Autoschlüssel, um die Rolling Code Verfahren, denn ich hatte euch ja in einem der letzten Videos die aktuellen Entwicklungen rund um Angriffe auf die Rolling Code Verfahren gezeigt. Ja, gerade in der letzten Zeit gab es fast tagtäglich oder im Stundentakt Neuigkeiten rund um die Entwicklung bezüglich der Private Firmware, die weiterentwickelt worden ist, aber auch das, was ich euch im letzten Video da gezeigt habe von Rocket God, die Protopirate App. Da hat sich richtig was getan. Ja, die Protopirate App, die sich hier als kostenlose Alternative angeboten hat, war im Fokus von Angriffen, denn letztes Mal, wir hatten ja auch gesagt, Engineer ist der diese Private Firmware verkauft hat. Dann kam auf einmal Darrow auf die Bildfläche, ein weiterer Kooperationspartner von Engineer und natürlich Rocket God mit der Protopirate App. Ja, zwischen all diesen Parteien hat sich ein richtiger Schlagabtausch hier abgespielt und wir hatten Denial of Service Angriffe, DMCA Takedowns. Wir werden uns hier einige Punkte mal heute in dem Video anschauen. Es war richtig wild, was da abgegangen ist. Ja, doch natürlich wollen wir auch schauen, wie weit ist momentan Protopirate. Ich finde es persönlich, wir haben hier schon eine richtig tolle Entwicklung. Deswegen werden wir hier auch ein Hands-on an Protopirate machen, wie der aktuelle Stand ist und wo hier die Reise hingeht. Ja, also Fazit in diesem Video heute dreht sich um einen allgemeinen Überblick Protopirate. Es wird von allem was dabei sein. Ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso auf dieses Video wie ich, denn wir starten immer sofort nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es euch ja bereits in der Einleitung gesagt, Protopirate hier hat sich richtig cool weiterentwickelt. Ja, doch die jüngste Vergangenheit von Protopirate war getrübt von einigen bösen Machenschaften. Ja, kurz nach dem Leak, was ich euch im letzten Video ja gezeigt habe, hat Engineer, der Entwickler hinter der Private Firmware, gesagt, nein, pass auf, wir haben eine neue Firmware, die Quantum 3.0. Er hat auch selber ja abfällig über die alte Firmware geredet, hat gesagt, die ist buggy, die ist schlecht, aber möchte jetzt weiterhin seine Quantum 3.0 verkaufen. Er hat dann einen Partner mit an Bord geholt, Darrow, der schon länger im Bereich der DVD-Cracking-Szene unterwegs ist. Ja, und genau dieser Darrow hier, der hat sich mit Rocket God angelegt. Ja, er hat hier sein Produkt in Gefahr gesehen und hat gegen Rocket God ausgeteilt. Ja, und hat versucht, die Proto-Private Firmware von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Doch schauen wir mal ganz kurz, wer überhaupt ist. Ja, Rocket God ist Jeremy Jablan, ein Schauspieler, und Rocket God, er hat schon wirklich viele coole Apps, auch gerade für den Flipper Zero hier erstellt. Ja, viele lieben ihn, manche hassen ihn, weil er prankt auch manchmal gerne Leute. Ich persönlich finde ihn wirklich cool. Also Rocket God haben wir hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir diesen Darrow. Ja, von Darrow weiß man eigentlich noch nicht so viel, aber Darrow ist scheinbar auch Deutscher. Darrow betreibt ja hier eine eigene Seite, wo er auch hier die Custom Firmware zum Kauf anbietet, und dort sehen wir auch andere Projekte, mit denen er sich in der Vergangenheit beschäftigt hat. Unter anderem hat er hier für die Märklin-Eisenbahn, ein typisch deutsches Modelleisenbahn-Exemplar, hier ein eigenes Programm geschrieben. Das hat er dann auf Deutsch auch ein bisschen erklärt, wie er das gemacht hat, wo man darauf achten muss, und deswegen ist sich die Community hier sehr sicher, dass es sich hierbei um einen deutschen Bürger handelt. Ja, in der Vergangenheit wohl seinen Haupterwerb hat er im Bereich der DVD-Kopierschutzmaßnahmen gemacht. Ja, denn er hat hier eine Software entwickelt, mit der sich der Kopierschutz von DVDs und verschiedene andere Funktionen auf DVD-Ebene manipulieren lassen. Ja, scheinbar, nachdem die DVD natürlich mit dem ganzen Streaming-Anbietern von der Bildfläche komplett verschwunden ist, hat er sich anscheinend ein neues Standbein erarbeitet.
Ja, er hat auch ein Programm für den Raspberry Pi geschrieben, mit dem sich Funkanalysen durchführen lassen. Er hat hier ein extriges Programm, hat sogar eine Android-App dazu veröffentlicht, die er nur noch gegen Kauf jetzt anbietet. Und er hat sogar eine Surfer-Anwendung dahinter, die hier beim Cracken von Rolling Codes hilft. Ja, richtig großes Geschäftsmodell. Und aus dem hat er dann noch eben eine Flipper-App mitentwickelt. Ja, Darrow möchte auch hier natürlich selber Geld damit verdienen und hat jetzt hier natürlich sein Geschäftsmodell in Gefahr gesehen. Und er musste Rocket God von der Bildfläche verschwinden lassen. Ja, aus diesem Grund hat er die DMCA-Keule geschwungen. DMCA, der Digital Copyright Millennial Act aus Amerika, sollte eigentlich damals dafür sorgen, dass gerade für die Filmindustrie, gerade im Jahr 2000 war ja hier die große File-Sharing-Zeit. Da wollte eben die Filmindustrie sich gegen illegale Kopien ihrer Filme wehren und mit dem DMCA Act konnte man entsprechend Hoster oder andere Unternehmen dazu zwingen, die hier illegale Werke verbreitet haben, dass man diese hier einfach aus dem Netz verschwinden lassen konnte. Ja, auf Basis von diesem DMCA Act hat sich hier Darrow nun hingestellt gegenüber GitHub und hat gesagt, hallo GitHub, passt mal auf, ich bin hier der Rechteinhaber von dem Code und Rocket God hat mir hier meinen Code geklaut, hat das Ganze nachgebaut. Ihr müsst den Code auf Basis meiner Urheberrechenschaft beseitigen. Aus diesem Grunde gab es den DMCA-Ban und das Projekt um ProtoPirate war über Nacht verschwunden. Ja, auch ich hatte einen Fork von der ProtoPirate App, auch ich wurde gebannt, denn dieser DMCA-Act war nicht nur gegenüber Rocket God, sondern sämtliche Forks, die hier im Umlauf waren, wurden alle einzeln mittels DMCA-Act offline genommen. Ja, das hat dazu geführt, dass Rocket God ProtoPirate auf eine separate Plattform gesetzt hat. Dort kann hier niemand mehr mittels DMCA-Act das Ganze offline nehmen. Ja, diesen DMCA-Act muss man sich aber auch nochmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Darrow sagt hier, dass gegen seine geistige Urheberrechenschaft verstoßen worden ist. Also wir sagen, ein Verbrecher, der Exploit-Code mehr oder weniger gegen etablierte Sicherheitsmaßnahmen entwickelt hat, sagt hier, ich bin Urheber von diesem Exploit-Code und alle, die da sich damit beschäftigen, Reverse Engineering betreiben und auf das gleiche Ergebnis kommen, die verletzen meinen Code und mein geistiges Eigentum. Ja, das ist natürlich vollkommener Unsinn, denn die Sicherheitstechnologie von Keylog und wie sie alle heißen, wurden ja über die Automobilindustrie und entsprechende Zulieferer erstellt. Und wenn, dann haben genau die hier ein Urheberrecht. Es wäre genauso, wenn irgendein Malware-Schreiber die Antivirus-Hersteller hier verklagt und sagt, passt mal auf, ihr habt Reverse Engineering von meiner Malware gemacht, ich verklage euch, weil ich bin Urheber von der Malware und deswegen verklage ich euch. Das kann natürlich einfach nicht sein. Ja, wenn ein Verbrecher betrogen wurde, wird aus dem Verbrecher nicht automatisch ein guter Mensch. Ein Verbrecher bleibt ein Verbrecher und ja, und deswegen ist hier seine Argumentation wirklich auf ganz, ganz dünnen Eis. Rocket God hat das hier auch nochmal auf seiner Seite dargelegt, dass das totaler Unsinn ist, auf was sich hier Darrow bezieht. Ja, das mal hier so zur aktuellen Lage. Ja, es war wirklich heiß. Aktuell ist zum Beispiel die Seite von Engineer gerade nicht mehr aufrufbar. Vor kurzem war das GitHub-Repo, das jetzt selbst gehostete Repo von Rocket God unter massiven Denial-of-Service-Angriff. Dagegen wurde auch die Seite von Darrow unter Feuer genommen. Ja, es war ein heftiger Schlagabtausch. Ja, doch jetzt genug geredet. Wir schauen uns jetzt mal den aktuellen Stand von der ProtoPirate App einfach mal an, was sie so kann. Ja, lasst uns da einfach mal rüberschauen. Ja, ich habe hier die ProtoPirate App entsprechend drauf und ich gehe jetzt auch mal rein und ich habe auch hier einen Schlüssel zum Testen mit dabei und wir können hier mal bei Receive entsprechend reingehen und dann scannt er auch schon entsprechend nach Signalen. In dem Fall mit dem internen Modul, ich habe jetzt kein externes Modul drauf, das habe ich mir jetzt an der Stelle gespart und mit Links kann ich in die Konfiguration reingehen und zu meinem VW-Schlüssel hier passt die Frequenz für 3439 und AM650 ist da auch die beste Wahl. Ich gehe da wieder zurück. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Sorry,
Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support. Doch jetzt zurück. 50 ist da auch die beste Wahl. Ich gehe da wieder zurück und wir können jetzt wirklich schauen, ob das Ganze funktioniert, indem ich hier einfach mal die Schließen-Taste drücke und wir sehen, er hat sofort geschnappt und beim Öffnen schnappt sich das Signal genauso. Wir können jetzt auch mal schauen, was er hier dekodiert hat. Ich hatte als erstes den Lock-Button und als zweites den Unlock-Button. Also das passt und das funktioniert wunderbar. Wenn man schaut bei die gespeicherten Captures, hier habe ich auch schon mal einen Ford und einen Kia und eben meinen VW-Schlüssel. Bei VW ist es einfach so, dass er hier keine Emulation hat, dass die Emulation auch funktioniert. Sehen wir hier zum Beispiel beim Kia. Da haben wir dann hier die Emulation-Funktion, die muss man aber wie gesagt separat erst aktivieren. Wenn ich da reingehen würde, dann könnte ich hier auch entsprechend die Codes senden. Ja, hier bei Ford genau das gleiche. Das ist hier auch ein Beispielsignal. Da gehe ich mit Emulieren rein und ich kann es auch entsprechend senden und emulieren. Ja, was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Ja, mittels Subdecode kann ich hier auch bereits bestehende Aufzeichnungen analysieren lassen. Ich nehme hier einfach mal die Vehicles Beispieldateien und gehe zum Beispiel mal bei Kia rein. Und ja, ich nehme einfach mal die hier und starte die Dekodierung und wir sehen, wie schnell er hier entsprechend durchgeht. Und wenn ich mir dann eins anschaue, wir sehen zwar hier, dass der CRC falsch ist, aber dass es der Schließen-Button war. Wir können auch hier das Ganze dann aus der Aufzeichnung heraus speichern. Und wenn wir dann hier wieder zurückgehen in die gespeicherten Captures, dann sehen wir hier am Ende auch beziehungsweise nicht am Ende, sondern hier jetzt noch mit ergänzt in einen zweiten Kia und dann kann ich auch hier entsprechend in die Emulation reingehen und das Ganze schicken. In dem Fall, jetzt ist er leider abgestürzt, sollte normalerweise nicht passieren. Ja, aber allem in allem läuft die Proto-Pirate Firmware hier schon sehr stabil. Ja, wie man sieht, Proto-Pirate ist schon richtig cool. Also im Vergleich zur geleakten Private 2.0 Firmware muss man sagen, braucht sich die Proto-Pirate App Stand jetzt absolut nicht verstecken. Ja, wir haben ja bereits sehr viele Hersteller implementiert und mit jedem Tag und mit jeder Entwicklungsstufe kommen neue dazu. Ja, wenn es auch ihr mal die Proto-Pirate App entsprechend ausprobieren wollt, ich habe euch unten in der Videobeschreibung den Link zum GitHub-Repo hinzugefügt. Da könnt ihr den Source Code runterladen und euch die Proto-Pirate App bauen. Alle, die noch nie eine App für ein Flipper Zero gebaut haben und die sich auch dafür interessieren, wie kann ich denn den Senden-Modus auch in der Proto-Pirate App aktivieren, für die habe ich das Thema nochmal in einem separaten Video beleuchtet für Kanalmitglieder. Ja, wenn es euch interessiert, dann schaut in das Video rein. Ich würde mich freuen, wenn es auch ihr Kanalmitglied bei mir werdet. Ja, was haltet ihr von Proto-Pirate? Habt ihr vielleicht Proto-Pirate schon ausprobiert? Habt ihr vielleicht sogar den Vergleich zur Private 2.0 Firmware oder vielleicht sogar zur Quantum 3.0? Ich würde mich interessieren, wenn ihr eure Erfahrung unten in den Kommentaren reinschreibt. Ja, was mich natürlich auch interessiert, ist, wie geht es hier mit diesem Schlagabtausch zwischen den verschiedenen Gruppen weiter? Beruhigt es sich? Wird es noch intensiver? Sehen wir hier irgendwelche rechtlichen Schritte? Denn Darrow sucht anscheinend schon einen Anwalt in Kalifornien, der gegen Rocket God entsprechend auf die Bühne treten soll, aber ich glaube da wirklich noch nicht daran, denn wie ich schon gesagt habe, die Argumentation ist auf ganz dünnen Eis gebaut.
Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen nach oben da lasst und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn ich neue Videos rund um die IT-Security hochlade. Mich freut's, wenn auch euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne würde es mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, euer Raik.